Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von In Elvis Veritas. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Wir haben in dieser Show nämlich ein Exklusivinterview mit Deutschlands besten Elvis-Interpreten. So wurde er zumindest 2013 ausgezeichnet von Time Warner. Ich freue mich, dass Nils Straßburg heute bei mir zu Gast ist im Exklusivinterview. Aber nicht nur das, wir werden auch eine neue Rubrik einführen, und zwar die Elvis-Single des Monats, Monat August, quer durch alle Jahre von Elvis Lebenszeit und Schaffenszeit von 54 bis 77. Alle Singles, die im August erschienen sind, habe ich euch vorgestellt in meiner Rubrik Beiträge auf meinem Kanal, und ihr habt fleißig abgestimmt und den Sieger werden wir heute ermitteln und ich werde ihn euch dann vorstellen. Wir werden auch hören, welchen Favoriten Nils Straßburg von diesen August-Singles hat. Außerdem werden wir noch einen Blick werfen auf das kommende Wochenende. Alle sind schon im Elvis-Fieber. Bad Nauheim, die deutsche Elvis-Stadt, wird wieder Schauplatz sein von zahlreichen Aktionen. Am kommenden Wochenende das Elvis-Weekend in Bad Nauheim zum Todestag des King of Rock'n'Roll. All das in meiner neuen Show. Auf geht's! Here's Elvis Presley. Ja, nochmal herzlich willkommen. Ich bin Gerd und führe euch durch das Programm, wie immer, in Elvis Veritas, die Wahrheit hinter dem Mythos, der deutschsprachige Elvis Presley Fankanal, international mit englischen Untertiteln. Bevor wir zum eigentlichen Showprogramm kommen heute, ich habe in der vergangenen Woche ein Review-Video gemacht über die Neuerscheinung von Sony RCA, und zwar Elvis Sunset Boulevard, die 5 CD-Box und die 2 LP-Box. Das Video verlinke ich euch oben nochmal. Und es hat doch bei euch viele Diskussionen ausgelöst. Ihr habt fleißig kommentiert. Vielen herzlichen Dank schon mal dafür. Ich möchte noch einen kleinen Nachschub, ein kleines Update geben, nachdem ich in dieser Woche auch die Vinyl-Version bekommen habe. Und durchgehört habe natürlich, also wir haben es ja hier nur mit den Masters und mit den Outtakes zu tun. Die Klangqualität ist sehr, sehr gut, aber ich muss schon sagen, also was man hier an Bässen aufgedreht hat, das ist für meinen Geschmack jetzt fast ein bisschen zu viel, wo ich die Vinylscheibe gehört habe, die nochmal so richtig ordentlich Druck hat. Wer es mag, es ist Musik aus den 1970er Jahren. Ja, dass man heute mehr Bass braucht, ich weiß, aber für mich fast ein bisschen zu viel. Eine Sache möchte ich euch noch nachreichen, und zwar wegen der Overdubs. Ich habe ja in der letzten Episode die Frage aufgeworfen, hat man hier überhaupt Overdubs entfernt, beziehungsweise alle Overdubs entfernt? Und die Vinyl-Ausgabe gibt uns eine Antwort tatsächlich auf diese Frage. Möglicherweise die 5-CD-Version auch. Ich habe sie leider physisch nicht vorliegen. Deshalb würde ich euch bitten, in die Kommentare reinzuschreiben, wenn ihr dort das gleiche findet wie das, was ich euch jetzt gleich sagen werde, was wir auf der Rückseite der 2LP-Version abgedruckt haben. Da steht nämlich Folgendes: Newly mixed by Grammy Award-winning producer Matt Ross-Bang, the studio recordings complete Sony Legacy series of remixed masters and outtakes without additional backing singers, horns and strings. An dieser Aussage sind zwei Dinge interessant. Zum einen, man sagt hier, diese Ausgabe vervollständigt, completed die Sony Legacy-Reihe. Das heißt, wir werden in der Richtung nichts mehr bekommen. Ja, es wären ja durchaus noch Dinge offen, aber scheinbar hat man das erstmal soweit abgeschlossen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Wir werden sehen, was uns dann in den Folgejahren von Sony RCA erwartet in Sachen Elvis. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Das andere ist, dass hier klar genannt wird, welche Overdubs tatsächlich entfernt wurden, und wir hören hier Backing Singers, also der Background-Gesang, Strings and Horns, also die Streicher und die Bläser. Und wenn wir das alles hernehmen, dann glaube ich, dann liege ich tatsächlich richtig, wenn ich sage, ja, es wurden Overdubs entfernt. Nein, es wurden nicht alle Overdubs entfernt. Und ja, es wird uns erklärt, warum nicht alle Overdubs entfernt wurden, beziehungsweise welche Overdubs entfernt wurden. Und einer eurer Kommentare hat treffend festgestellt, also ich vermute mal treffend, und ich habe es jetzt wirklich noch oft gehört, er hat gemeint, dass möglicherweise das, was ich als Streicher identifiziere, wobei ich mir ja nicht sicher war,
von einer E-Gitarre kommt. Und das glaube ich mittlerweile tatsächlich. Ich habe das nochmal mehrmals durchgehört, habe es extrahiert und so weiter. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Kommentierer auf meinem Kanal richtig liegt, wenn er sagt, das war möglicherweise mit der Gitarre gemacht. Es könnte auch noch eine Orgel sein. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wie dem auch sei, die Frage mit den Overdubs ist geklärt. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, das lasse ich jetzt mal völlig dahingestellt. Aber wir haben hier eine Antwort bekommen, die aufgedruckt war auf der Rückseite der Doppel-LP. Ja, soweit mein kleines Update, meine kleine Ergänzung zum Video von letzter Woche, zum Review-Video zu Elvis Sunset Boulevard. Jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt kommen wir zum Exklusivinterview mit Nils Straßburg. Ich habe die Tage Gelegenheit gehabt, er ist ja wirklich terminlich sehr eingebunden. Ja, es war nicht einfach, einen Termin zu finden, aber wir haben es geschafft und ich freue mich jetzt, Nils Straßburg begrüßen zu dürfen im Exklusivinterview hier auf In Elvis Veritas. Ja, liebe Zuschauer von In Elvis Veritas, ich freue mich heute einen wirklichen Special Guest hier zu haben. Er wurde einst als Deutschlands bester Elvis-Interpret bezeichnet. Ich nehme an, er ist es immer noch. Wir werden es herausfinden jetzt im Gespräch. Herzlich willkommen, Nils Straßburg. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, bei euch zu sein. Ja, jetzt steht ja Bad-Nauheim bevor. Die ganze Elvis-Community in Deutschland ist ja im Elvis-Fieber und vor allem auch im Bad-Nauheim-Fieber. Ich persönlich bin heuer das erste Mal mit dabei beim Sommerfestival im August. Ja, und du bist natürlich einer der Hauptacts. Wie kann es anders sein? Aber du bist, glaube ich, nicht nur in Bad-Nauheim, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in Bad Homburg zu Gast. Lieber Nils, vielleicht, bevor wir einsteigen ins Gespräch, sagst einfach mal ein bisschen den Zuschauern hier auf In Elvis Veritas, wer du eigentlich bist, wie du zu Elvis gekommen bist und so weiter. Okay, ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Das fällt mir schwer, Gerd. Du bist herzlich eingeladen, mich zu unterbrechen. Ich bin im Alter von 6 Jahren Elvis-Fan geworden. Und ab dem Moment hat sich mein Leben komplett verändert. Das heißt, alles drehte sich nur noch um Elvis. Sämtliches Taschengeld wurde in Schallplatten, Bücher und sonstige Medien von Elvis gesteckt. Ende darauf hin, dass ich einen Fanclub gegründet habe, ein Fanclub-Magazin gemacht habe. Und dann hat er mich auch nie mehr losgelassen. Also über all die Jahre war Elvis immer so mein Thema. Der Grund, warum ich Gitarre gelernt habe und so weiter und so fort. Habe dann Musik gemacht und habe mich aber nicht an Elvis rangetraut, weil ich für mich beschlossen hatte, war natürlich viel in der Elvis-Welt unterwegs und das hat mir irgendwie alles nicht so gefallen. Also Elvis stand über allem und alles andere war nicht so meine Welt. Und dann habe ich gedacht, dann brauchst du nicht noch einen, ich sagte mal so schön, ein Kollege von mir, es braucht dann nicht nochmal einen Idioten im Strampelanzug mehr. Und dann habe ich gedacht, nee, mache ich nicht. Und so kam das ganz, ganz vorsichtig. Ich habe halt irgendwann mal die Songs ausgepackt, habe mit Bands gespielt. Zum Geburtstag meiner Schwester habe ich dann ihr zuliebe dann tatsächlich mal so einen wirklichen Elvis-Auftritt hingelegt, weil sie sich immer beklagt hatte, dass bei mir wirklich 24/7 nur Elvis aus meinem Zimmer kam. Und das hat dann Wellen geschlagen, so dass ich dann plötzlich Anfragen speziell als Elvis-Interpret bekommen habe. Und da habe ich dann auch lange gezögert, habe es dann aber gemacht und bin dann aber so ein bisschen unterm Radar geschwommen und habe das so für mich gemacht. Und in der Band, in der ich gespielt hatte, wurde dann der Elvis-Block immer größer. Und da hat man gemerkt, okay, das hat wohl, den Leuten gefällt es wohl. Und so kam es dann auch schlussendlich, dass mich Teile meiner Band zu diesem Contest angemeldet haben, wobei ich überhaupt kein Freund von Contests bin. Und so kam es dann, dass ich 2012 diesen Titel von Time Warner bekommen habe. Bester Elvis-Interpret, und mir war damals auch wichtig, wussten aber auch meine Bandkollegen, dass ich gesagt habe, Elvis-Imitator sehe ich mich nicht, bin ich nicht, will ich nicht sein. Interpret trifft es einfach. Und dann gab es tatsächlich diesen Contest und den habe ich dann glücklicherweise gewonnen. Und ab da ging es dann eigentlich erst richtig los. 2013 habe ich meine eigene Band gegründet, die Roll Agents, die es bis heute gibt. Und über die letzten, das sind jetzt auch schon nicht 12 Jahre, ne? 12 Jahre und 2025. Ja. 12 Jahre jetzt unterwegs und so in den letzten Jahren nach Corona hat es halt einen richtigen Schub gegeben. Jetzt bin ich international unterwegs und es scheint so, dass die Art und Weise, wie ich Elvis verkörper und wie ich das auf die Bühne bringe, den Leuten zu gefallen. Und darüber bin ich sehr glücklich, weil ich mich da nicht verbiegen muss. Ja.
Dein Standing, sage ich jetzt mal, hier in Deutschland wurde ja auch gezeigt in diesem Jahr, als wir Elvis 90. Geburtstag feiern durften. Mein heutiger Gast geht demnächst auf Tour. Nächste Woche ist Premiere im Stuttgarter Theaterhaus, Niels Straßburg. Und wenn Niels auf die Bühne kommt, dann lässt er eine Legende auferstehen. Er wurde als bester Elvis-Interpret ausgezeichnet und das wird seine Gründe haben. Seit 3 Jahren heizt Elvis oder Niels mit seiner Band, den Roll Agents, dem Publikum ein. Die Konzerte von Niels Straßburg sind eine Hommage an den größten Sänger aus Memphis. Schon als 6-Jähriger verliebt er sich in den King of Rock'n'Roll und eignet sich alles über ihn an. Niels Straßburg hält sich wie einst Elvis mit Karate für seine Show fit. Seine größte Freude, wenn das Publikum genauso ergriffen ist wie er selbst. Du warst in mehreren TV-Shows zu Gast, warst eingeladen dazu. Was waren denn so deine Highlights von diesen TV-Auftritten? Hast du da eine bestimmte Show, wo du sagst, Mensch, da war ich am liebsten oder das war richtig geil oder war das mehr, ja, wie soll ich sagen, mit Stress verbunden oder lästige Pflichtübung? Wie hast du das erlebt? Also eine Sendung, die natürlich auch genug Rahmen geboten hatte, war Volle Kanne. Das war die ZDF-Sendung, die ich auch zugeben musste, sehr gut kannte. Ich habe die tatsächlich manchmal im Büro laufen nebenher und da habe ich mich sehr darüber gefreut, über die Einladung. Grundsätzlich macht mir Fernsehen per se immer Spaß. Ich bin immer sehr angespannt. Du musst immer mit ganz schwierigen Situationen umgehen. Aber ich bin dankbar darum, wenn ich eine Möglichkeit bekomme, Elvis vom Echtnis ins Hier und Jetzt zu bringen, dass man sieht, dass man das wirklich mit Leidenschaft und mit Liebe darstellen kann. Das ist mir immer wichtig, dass man nicht so das Gefühl hat, da sitzt ein Schauspieler, der einen auf Elvis macht. Und deswegen bin ich über jede Sendung dankbar, in der ich auch reden darf. Okay. Deine Band, die Roll Agents war der Name, gell? Ihr macht Rockabilly oder Querbeet? Querbeet. Also die Band ist, das war ein langer Weg, ein langer Prozess, die Band auf das Niveau zu bringen, muss man sagen. Es waren viele Wechsel drin. Wir haben gestartet mit der Großteil waren Amateure, und zwar nicht Amateure, weil sie schlecht gespielt haben, sondern sie waren halt nicht in der Ausbildung, sie hatten nicht dieses Background-Wissen. Inzwischen steht die Band nur noch aus Vollprofis, was es sehr leicht macht. Das heißt aber nicht, dass wenn du einen Vollprofi hast, dass du damit Elvis-Musik machen kannst. Ich kann mich gut erinnern an viele Castings, wo du dann einen Gitarristen oder einen Schlagzeuger und dann Elvis, hey klar, kein Problem, komme ich vorbei, kann ich dir spielen. Er sagt, okay, ich schicke dir mal ein paar Vorlagen, ich schicke dir die Noten dazu. Und dann kommt der Rückruf nach kürzester Zeit, einen Tag später, ich habe mir das mal angehört, das ist ja Wahnsinn. Okay, ich brauche dann doch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Weil Elvis wird gerne, wenn sich Leute nicht länger mit auseinandergesetzt haben, gerne mit dem klassischen Blues und Rock'n'Roll der 50er Jahre verbunden. Wenn man dann aber so die 60er bis hin in die 70er sieht, dann ist es doch schon sehr anspruchsvoll. Und nicht ohne Grund hatte Elvis so die besten Musiker seines Jahrzehnts um sich. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Ich habe Schlagzeuger, ich habe einen Bassisten, der kommt jetzt aus Hamburg, ich habe einen Schlagzeuger aus Dresden. Also die kommen nicht mehr alle hier aus meiner Umgebung, sondern sie sind komplett in Deutschland verteilt, weil ich die Besten brauche. So, ich habe erstens ein paar weniger als Elvis, ich habe nur 10 Leute auf der Bühne. Elvis hatte, glaube ich, bis zu 43 oder teilweise sogar 84 Musiker auf der Bühne, je nach Orchester. Und da brauche ich schon die richtig guten, gerade bei Bläsern, die den Druck entfachen, Trompeter zu finden. Es ist echt nicht einfach. Und das ist halt das. Die Band kann alles. Sie kann Rockabilly spielen, sie kann den Soul spielen, sie kann diese 70er-Jahre-Nummern, die wirklich ganz fein sind im Arrangement. Genau das kann sie liefern und ich glaube dafür, das ist auch, was ich oft als Feedback bekomme, dass sie sagen, Mensch, du hast eine fantastische Band und ich weiß es auch und ich weiß es auch sehr zu schätzen und vor allem sind es noch ganz tolle Menschen. Das hat sich jetzt wieder auf der Tournee gezeigt, weil wenn du 23 Tage aufeinander klebst in einem Tourbus, dann musst du schon gute Leute um dich haben, sonst geht es nicht gut. Absolut. Genau, also wir hören raus, du bist Vollprofi, kann man sagen, ne? Das ist dein Hauptberuf, ja, okay. Richtig, genau. Sprechen wir vielleicht kurz jetzt über das Wochenende in Bad Homburg bzw. Bad Nauheim. Was dürfen die Fans von Niels Straßburg erwarten? Ich glaube, dass dieses Jahr tatsächlich so ist, dass ich meine komplette Bandbreite zeige. Ich gehe sogar speziell für das Festival einmal raus aus meiner Comfortzone. Und ich muss echt sagen, ich habe mich heute wieder den ganzen Tag damit beschäftigt. Ich beschäftige mich ja fast jeden Tag mit diesen Shows in Bad Homburg. Also Bad Nauheim, Dankeskirche. Das ist ein ganz besonderer Ort.
die letzte Show, die wir hatten, die war unglaublich intensiv. Und darauf freue ich mich auch. Aber es wird unser großes Besteck sein. Das ist so, das ist meine Welt. Ich bin in dem großen Besteck zu Hause. Das ist das, was ich ja auch machen möchte, weil Elvis für mich auch immer im großen Besteck war. Er hatte immer diese Full-Range-Band um sich rum. Und da spielen wir natürlich, die Elvis 90 Show ist nicht meine Standardshow. We dance to the jailhouse rock. Dance to the jailhouse rock. Everybody in the wholesale block. We dance to the jailhouse rock. So come on, Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Da darf ich, und da bin ich so dankbar, dass ich mal Nummern auspacken darf, wenn du die jetzt vor einem neutralen Publikum, die vielleicht geneigte Elvis-Hörer sind durchs Radio, sagen würden, okay, was war das jetzt für ein Song? Den kenne ich jetzt gar nicht und so. Und würden dann vielleicht die Klassiker vermissen. Ich bediene bei der Elvis 90 Show natürlich die Klassiker, aber wir hauen auch ein paar echte Perlen raus und das Ambiente von der Dankeskirche. Muss ich nicht mehr dazu sagen, kommt vorbei, wenn ihr die Chance habt und ein Ticket habt, kommt vorbei. Es gibt, glaube ich, wird noch ein paar wenige Karten an der Abendkasse geben. Und dann am Tag drauf raus aus meiner Wohlfühlzone. Das ist, ich könnte mich manchmal, ich sag's dir ganz ehrlich, Gerd, manchmal könnte ich mich selbst für ohrfeigen, ich bin halt sehr begeisterungsfähig und ich liebe diese Musik von Elvis. Bloß, das ist echt ein Brett, was wir da machen, weil wir machen dieses From Hollywood to Heartbeat. Das ist die erste Show, da geht's in Bad Homburg am 15. um 19 Uhr los und da spielen wir Filmsongs. So. Filmsongs, es gibt richtig geile Nummern, es gibt auch Nummern, die hätte ich immer gern gespielt, finde ich, passen aber nicht auf eine Vegas-Bühne, um es mal so zu sagen. Da freue ich mich drauf, aber im Gesamten ist es natürlich schon einfach nicht das, was ich tagtäglich mache. Deswegen wird es deswegen schon besonders. Und die Songs singe ich halt kaum. Also für mich singe ich sie, aber ich bringe sie selten live auf die Bühne. Das heißt, da werden wahrscheinlich auch Nummern dabei sein, die man insgesamt sehr selten live hört, wenn überhaupt. Und der zweite Part ist Intimate Elvis. Das ist persönlich mein persönlicher Kniefall vor Elvis und meine persönliche, ja, schon fast so eine Favorite Setlist an Songs, die ich so schätze, wo er mich so tief berührt hat, die ich versuche dann meine Art rüberzubringen und dann halt wirklich da diesem 16. August näher zu kommen an diesem Abend. Es beginnt um 22 Uhr die Show. Und dann im wirklichen besonderen Moment. Und da werde ich mich auch nicht treiben lassen und sagen, ich brauche jetzt schnelle Nummern, weil wir dramaturgisch irgendwie was machen, sondern das wird wirklich ein ganz, ganz persönlicher und einzigartiger Moment und mit großartigen Nummern. Schön. Klingt spannend und gerade auch die Songs, die wir eben nicht so das Airplay im Radio haben, ist natürlich interessant, wenn man die mal live hört. Also ich habe letztes Jahr mal von einem anderen Künstler zum Beispiel den Song Spin Out live gehört, habe ich noch nie live gehört. Und habe erst festgestellt, was es eigentlich für ein guter Song ist. Also man glaubt es kaum, weil ja gerade die Film-Soundtracks meistens belächelt werden. Oft auch ein bisschen, ja, zu Unrecht, wie ich finde. Also sind schlechte dabei, aber natürlich gibt es auch gute. Ja, Nils, dann, du hast schon beantwortet, seit wann du Elvis-Fan bist. Deinen Lieblings-Elvis-Song, glaube ich, hast du noch nicht genannt, oder? Nee, habe ich noch nicht. Wenn wir davon reden, welcher Song immer mein Lieblings-Elvis-Song ist, den kann ich leicht beantworten. Alles andere, jetzt bin ich gerade extrem in den Arbeiten für die 2 Shows in Bad Homburg beschäftigt. Da sind dann sehr, sehr zum Teil, also auch, sei es die Filmsongs, gibt's Please Don't Stop Loving Me. Ich finde, es eine unglaublich berührende Ballade ist. Da gibt's ganz viel Material auch. If You Talk in Your Sleep, meine Güte, was für ein grandioser Song. Die Stax, leider war er da krank, auch so ein Thema, wo ich denke, also If You Talk in Your Sleep ist für mich immer noch, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, weil stimme ich absolut zu. Ein großartiger Funk-Song. Und Elvis zeigt vor allem immer wieder eine Breite, mit der man nicht rechnet. Also jeder, dem man das zeigt,
der sagt, was, das ist Elvis? Sage ich, ja, das ist Elvis. Also, aber gehen wir zurück auf deine Frage. Das ist definitiv Suspicious Minds. Oh mein Gott, Suspicious Minds. Schweres Wort. Oh nee, ich bin jetzt gerade irgendwie. Ja. Das ist mein All-Time-Favorite-Song, definitiv, weil der, ich mag die Live-Version, bin ich ganz ehrlich. Die Studio-Version toucht mich nicht. Auch wenn es damals grandios war, dass sie diesen Fade-In und Fade-Out gemacht haben, das war was ganz Neues, mal was ganz Innovatives. Aber ich finde halt, egal, ich kann mir so viele Live-Aufnahmen von ihm anhören davon. Jedes Mal hat sie doch eine andere, er hat so eine brutale Energie. Es ist auch was Bassist, also Ronnie Tutt und Jerry Scheff da abliefern. Wie die schaffen, eine Geschwindigkeit und ein Auf und Ab da reinzukriegen, ohne dass sie hektisch werden, ohne dass es auseinanderfällt. Und Elvis sitzt da drauf und legt sich in diesen Song rein und macht, was er will. Ich kann es nur sagen, jedem, zieht euch Elvis live rein. Das ist halt genau deswegen, warum ich auf die Bühne gehe. Der Mann und diese Band ist unglaublich. Deswegen mein All-Time-Favorite Song, definitiv. Okay. Suspicious Minds. Ja, Baz Luhrmann wird ja möglicherweise in diesem Jahr noch sein, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Porträtvideo, Doku mag er ja eigentlich gar nicht, hat er selbst gesagt. Es ist keine Konzert-Doku im klassischen Sinne. Er lässt Elvis erzählen. Ich vermute mal, dass das auf dieses Interview zurückgeht, das man im Rahmen von Elvis on Tour mit ihm geführt hat, das sehr, sehr lange war. Ich glaube, das längste Elvis-Interview überhaupt, von dem ja nur Schnipsel damals veröffentlicht wurden. Ich gehe mal davon aus, dass das die Grundlage für diesen Film sein wird. Aber da werden wir gespannt sein und da werden wir natürlich dann auch das erleben, was du gerade gesagt hast und was ich absolut unterschreibe. Elvis Live, speziell so 69 oder sagen wir mal 70 bis 72. Aloha nehmen wir noch mit rein, obwohl schon mit Abstrichen. Aber das kann man nicht toppen. Also das sehe ich genauso. Das ist absolut vom Feinsten. Besser geht nicht. From Another Planet. Ja. Dieses Album habe ich jetzt wieder ausgegraben, habe es mir nochmal reingezogen und ich denke, das kann ja in gewissen Momenten sehr schnell alles vorkommen. Man muss überlegen, welcher Zeit er damals war, aber es ist unglaublich. Und klar, wenn du 69, dieses rohe 69 ist ja wahnsinnig roh, da spürst du auch noch den anderen Schlagzeuger, fällt mein Name gerade nicht ein, der vor Ronnie Tutt da war, der hat einen anderen Drive gehabt. Und dann 70 natürlich ist so der Peak und dann kommt halt 72 on Tour, Prince from Another Planet, Square Garden Shows. Alter, das muss ich echt sagen. Ja. Ich habe so viele Live-Konzerte gesehen von so und so vielen Künstlern und ich muss sagen, ich habe so viele tolle Künstler gesehen, aber dafür, das ärgert mich wirklich, dass ich habe die TCB-Band natürlich gesehen, aber das kannst du ja nicht vergleichen, wenn Elvis nicht dabei ist. Naja, so. Logisch, das ist klar. Das fehlt mir, das ist so und daran arbeiten wir auch. Das ist tatsächlich das, was ich mit meiner Band erreichen möchte. Diesen Drive, diese Leichtigkeit und trotzdem so viel Energie, das ist schon großartig. Ja. Gut, Nils, dann darf ich mich jetzt ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg jetzt bei den bevorstehenden Auftritten, bei den Shows Bad Homburg, Bad Nauheim und für unsere Fans kann ich nur sagen, also heißer Tipp, Nils Straßburg am nächsten Wochenende in Bad Homburg und in Bad Nauheim. Nils, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir, wie gesagt, alles Gute und ich hoffe, dass wir uns auch persönlich vielleicht an dem Wochenende sehen, würde mich sehr freuen. Ansonsten alles Gute für deine weitere Arbeit. Danke dir, lieber Gerd, danke für die Einladung und danke, dass ich dabei sein durfte. Alles klar, danke. Ciao. Ja. I stay. Would it be a sin for I can't help falling in love with you. Ja, jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik. Der Monat August. Wenn wir alle Augustmonate der Jahre 1954 bis 77 nehmen, also die Jahre, in denen Elvis als Musiker aktiv war, dann kamen wir tatsächlich auf folgende Ergebnisse an Singles, die jeweils in einem Augustmonat erschienen sind, entweder in den USA oder in Deutschland.
Ja, und wie ihr gesehen habt, wie ihr abgestimmt habt, wurde ja die Single Suspicious Minds, You'll Think of Me als B-Seite wurde zu eurem Favoriten gekürt, mit doch ja relativ deutlichem Abstand. Ja, und das freut mich natürlich, dass die Single des Monats August ein so großartiger Elvis-Song geworden ist. Aber wenn wir mal alle anschauen in der Reihenfolge, da sind wirklich richtig gute Singles dabei. Mein persönlicher Favorit wäre Burning Love gewesen, aber ihr habt entschieden, der Sieger heißt Suspicious Minds, You'll Think of Me. We can't go on together with suspicious minds. Ja, solltet ihr noch mehr Informationen wollen über Suspicious Minds, über diese Single, wann sie genau erschienen ist, Chartplatzierung und so weiter, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich beantworte eure Kommentare gerne. Burning Love, hey, das ist eine Hymne, das ist ein Rocksong, das ist der ist unschlagbar bis heute. Tausende von Künstlern covern ihn, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und deswegen fände ich es langweilig, ich würde ihn nehmen. Und deswegen setze ich auf It's a Matter of Time und ich verspreche dir eins, ich werde ihn mir gleich anhören, wenn wir hier durch sind. Also, weil den habe ich lange nicht mehr gehört. Auch im Monat September werden wir diese Rubrik wieder öffnen, also in ein paar Wochen wird es wieder soweit sein. Ich werde für euch recherchieren, welche Elvis-Singles in einem Monat September erschienen sind und auch ihr werdet wieder entscheiden können, welche eure Favoriten-Single aus einem Monat September ist. Ja, wollen wir noch einen kurzen Ausblick werfen auf das kommende Wochenende. Wie gesagt, ihr werdet mich auf jeden Fall auch dort treffen. Ich habe meine Tickets gebucht. Ich werde Freitag anreisen. Ich werde Freitag und Samstag anwesend sein. Sonntag werde ich die Heimreise wieder antreten. Ich hoffe, dass wir uns mal sehen. Achtet drauf, ihr kennt mich ja mittlerweile vom Video und ich bin ja auch schon x-mal angesprochen worden, wenn ich in Bad Nauheim war. Aber sollte jemand unsicher sein, du wirst mich erkennen an einem offiziellen In Elvis Veritas T-Shirt, entweder in dieser Art oder in einer anderen Farbe. Achte einfach auf ein T-Shirt, wo drauf steht In Elvis Veritas, dann wirst du mir begegnen. Und wenn es die Zeit erlaubt, können wir gerne miteinander ins Gespräch kommen oder vielleicht sogar ein kleines Interview für meinen Kanal führen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dann bis nächste Woche, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank für euer Interesse. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Denkt daran, In Elvis Veritas, die Wahrheit hinter dem Mythos. Long live the King. You like that, huh? Das kann was werden. Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht sagen sollen mit diesem Bad Nauheim. Boah. Nicht, dass mir die Leute hier, zu viele Leute mich hier ansprechen. Werden wir sehen. Ich brauche ja auch mal ein bisschen Pause. Aber ich kenne euch ja. Ihr macht das freundlich und macht das gnädig, oder?